So, hallo und herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bauen wir einen richtig coolen Lounge-Tisch mit einer Feuerstelle. Und wenn euch interessiert, wie ich das gemacht habe, bleibt einfach dran. Los geht's nach dem Intro. So, zu Beginn bauen wir jetzt erstmal die Schalung und die ist in diesem Fall extrem einfach, werdet ihr gleich sehen. Für die Schalung verwende ich wie immer beschichtete Spanplatten. Diese habe ich mir auf der Tischkreissäge passend zurechtgeschnitten. Wenn ihr euch diese Arbeit sparen wollt, könnt ihr den Plattenzuschnitt natürlich auch im Baumarkt durchführen lassen. Die Platten solltet ihr vor der Montage immer vorbohren, so könnt ihr verhindern, dass die obere Lackschicht beschädigt wird. Die Schalungsform habe ich rundum mit einer Silikonfuge abgedichtet, so dass kein Wasser aus der Schalung austreten kann. So, noch ein kleiner Tipp am Rande. Zum Abziehen der Silikonfuge verwende ich hier so einen Schminkpinsel. Den habe ich bei meiner Frau aus dem Bad entwendet. Der Pinsel hat oben so einen abgerundeten Stiel. Ist von der Größe her optimal. Damit kann man die Fugen schön abziehen. Ja, ich weiß nicht, ob es schon gemerkt hat, aber ich denke, nach dem Video werde ich es nicht mehr verheimlichen können. Um später keine Probleme beim Ausschalen zu haben, wird ein Trennmittel auf die Schalungsform aufgebracht. So, dann können wir auch schon zum Betonieren kommen. Ich werde diesmal den Beton nicht gießen, sondern mal eine neue Variante ausprobieren. Ich werde den Beton heute mal aufsprayen. Das ist hier in Deutschland noch ziemlich unpopulär, aber in den USA, die dortigen Betonmöbelhersteller, die sprayen fast alle. Und da habe ich mir gedacht, das will ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ich habe mir dafür so eine Spraypistole mit Aufsatz besorgt. Oben kommt der Beton rein, da kann man auch Farbe oder Putz mit sprayen. Und dann kann man das Ganze am Kompressor anschließen. Ich habe sowas bisher auch noch nicht gemacht. Schauen wir mal, wie es wird, ob es funktioniert. Mal sehen. Ich habe mir schon ein paar Videos angeschaut, aber das scheint gar nicht so einfach zu sein. Wir werden sehen. Um den Beton sprayen zu können, muss er natürlich relativ flüssig sein und dafür mischen wir uns jetzt einfach mal den Beton an. Um den Beton sprayen zu können, muss dieser sehr fließfähig sein. Wenn euch die Mischung, die ich verwendet habe, interessiert, schaut einfach mal auf meinem Blog unter www.gray-element.de vorbei. Dort habe ich eine ausführliche Anleitung eingestellt. Um den Wasserzementwert nicht zu überschreiten, wird ein Fließmittel mit plastifizierender Wirkung zugegeben. So, und wenn der Beton dann ungefähr diese Konsistenz erreicht hat, dann können wir mit dem Sprayen beginnen.
Beim Sprayen solltet ihr immer darauf achten, mit den Ecken zu beginnen und von unten nach oben zu arbeiten. Die Arbeit ist nicht ganz einfach, aber ich muss sagen, ich habe es mir deutlich schwieriger vorgestellt. Wenn die Schalung nicht mehr durch den Beton durchscheint, habt ihr genug aufgetragen. Wenn der Beton dann etwas angezogen hat, könnt ihr mit einem feuchten Pinsel nachstreichen. So verhindert ihr auch, dass ihr später Lufteinschlüsse auf der Oberfläche habt. Für die nachfolgenden Schichten muss der Beton jetzt knetfähig sein, deshalb wird kein Fließmittel mit plastifizierender Wirkung mehr beigemischt. Zur Armierung gebe ich noch Glasfasern hinzu. Der Beton wird jetzt in dünnen Schichten von ca. 5 mm mit der Hand auf die Schalungsform aufgetragen. Es sieht hier relativ einfach aus, aber ich sage euch, das ist echt ein Knochenjob. Als zusätzliche Armierung verwende ich noch Armierungsgewebe aus Glasfasern. Dies wird in insgesamt 3 Schichten in den Beton eingearbeitet. Das Armierungsgewebe verhindert zudem, dass der Beton bei dickeren Schichtstärken von der Schalungsform abrutscht. Ich muss zugeben, dass ich den Arbeitsaufwand hier deutlich unterschätzt habe, aber wenn man mal angefangen hat, gibt es kein Zeug mehr. Nachdem alle 3 Schichten aufgebracht wurden, beträgt die fertige Wandstärke des Tisches jetzt ca. 15 mm. Puh, ich sage euch, nach 4 Stunden bin ich jetzt endlich fertig. Das war eine Riesenarbeit hier allein. Ja, ich hoffe, dass es was geworden ist. Das Ganze können wir in 2 Tagen ausschalen und dann hoffe ich, dass ich es nicht zum Wertstoffhof fahren muss. So, nach ca. 24 Stunden ist der Beton schon relativ hart. Ich werde jetzt mal hier oben die Überstände noch abschleifen, solange der Beton nicht ganz ausgehärtet ist.
und dann kann man hier die Kante plan schleifen. Der Beton hatte nach 24 Stunden schon stark angezogen, sodass ich die groben Überstände zuerst mit einem Stemmeisen entfernt habe. Danach ging es dann mit dem Exzenterschleifer weiter. Denkt bitte daran, dass ihr beim Schleifen von Beton immer einen Atemschutz tragt. Eure Lunge wird es euch danken. So, dann würde ich sagen, wird es mal ausgeschaltet. So, das war jetzt hier eben der fertig ausgeschaltete Tisch. Mit dem Ergebnis muss ich sagen, bin ich eigentlich relativ zufrieden. Die Oberfläche ist schön glatt, hat keine Lufteinschlüsse. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, ist, dass es hier so farbliche Unterschiede hat. Aber der Beton wird auch noch ein heller werden. Also da ist noch Feuchtigkeit enthalten, die wird noch entweichen und ich hoffe, dann wird die Platte noch einheitlicher. So, für den Tisch werde ich mir jetzt noch eine passende Unterkonstruktion bauen. Ist nicht unbedingt notwendig, man kann ihn auch so abstellen, aber ich möchte Rollen montieren, sodass er ganz einfach von A nach B transportiert werden kann. Ja, ich werde dazu Konstruktionsholz verwenden, das ist schon gebraucht. Das muss nicht unbedingt schön sein, sieht man unter dem Tisch eh nicht. Fangen wir mal an. In der Konstruktion werde ich in einer Art Ständerbauweise bauen, mit seitlich versetzten Streben, und dadurch, dass die Streben eben seitlich versetzt werden, erhält das Gestell seine nötige Stabilität. Zudem werde ich noch Rollen montieren, diese wird man aber später unter dem Tisch nicht sehen. In der Konstruktion wird dann einfach mit Industriekleber auf die Unterseite des Tisches geklebt. So, der Tisch ist fertig. Ich denke, ihr wollt jetzt auch mal ein paar Bilder sehen. Die zeige ich euch gleich im Abspann. Für heute wären wir am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, meinen Kanal abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten Woche schon wieder zu weiteren Projekten. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Heimwerken. Macht's gut. Ciao.